In diesem Video erkläre ich genau, was man beachten muss, wenn man ein größeres Markenportfolio übernimmt oder ein größeres Markenportfolio von einer Rechtsperson, also einer Firma, auf eine andere Rechtsperson, also eine andere Firma, übertragen möchte. Ich bin Rolf Claessen, Patentanwalt und Equity-Partner bei Michalski, Hütermann & Partner und ich berate schon seit über 20 Jahren Mandanten im Markenrecht und habe in dieser Zeit auch schon einige Markenportfolien übernommen oder eben die Übertragung von größeren Markenportfolien von einer Firma auf die andere betreut. So habe ich vor nicht allzu langer Zeit die Übertragung eines großen Markenportfolios von zwei größeren Chemiekonzernen, also einem großen deutschen Chemiekonzern, einem großen niederländischen Chemiekonzern, auf ein neu gegründetes Joint Venture begleitet, zusammen natürlich im Team mit anderen Anwälten aus unserer Kanzlei und fantastischen Mitarbeiterinnen aus unserer Kanzlei. Außerdem habe ich auch im letzten Jahr verschiedene andere Markenportfolien übernommen und in diesem Video berichte ich mal aus meinen Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren, was man bei solchen Übertragungen beachten muss. Wie wird eine solche Übertragung oder Übernahme eines Markenportfolios also in der Praxis umgesetzt? Zunächst muss ein Stichtag festgelegt werden, zu dem die Verantwortung für das Portfolio von einem Betreuer auf den anderen Betreuer übergeht. Dieser Stichtag liegt nach Möglichkeit einige Monate in der Zukunft, da es in manchen Ländern schwierig sein kann, die Akten einzusehen. Nicht in allen Ländern gibt es Online-Akten und dann muss man sich die Akten von den einzelnen Auslandskollegen oder von den Ämtern halt anders beschaffen. Möglichst gleich zu Beginn sollte geklärt werden, wie die Übernahme technisch funktioniert. Sollen die ganzen Daten in das Softwaresystem des neuen Inhabers eingepflegt werden? Hat man einen Zugang zu diesem System? Liegen die Akten in Papierform vor und müssen eingescannt werden? Dann müssen zeitnah möglichst vollständige Daten übergeben werden. Dazu gehören nicht nur die möglichst vollständigen Akten, sondern auch eine möglichst vollständige Liste aller laufenden Fristen, die mit diesen Akten zusammenhängen. Die Auslandskollegen müssen angeschrieben werden, damit sie die Korrespondenz in Zukunft an uns richten und Bescheid wissen, dass wir in Zukunft für die Bearbeitung dieser Akten zuständig sind. Auch die bisherigen Betreuer der Marken müssen angeschrieben werden, damit sie nicht nur die möglichst vollständigen Akten und die Fristen übergeben, sondern dass auch möglichst alle Verträge mit Dritten, wie zum Beispiel Koexistenzvereinbarung oder Lizenzvereinbarung oder alle anderen Verträge mit Dritten mit übergeben werden. Denn aus all diesen Vereinbarungen entstehen ja Pflichten für den neuen Inhaber. Dann müssen natürlich die Ämter angeschrieben werden, dass die Schutzrechte einen neuen Vertreter haben. Gerade bei größeren Markenportfolien kommt es vor, dass manche Marken gar nicht in den übergebenen Daten oder Listen auftauchen. Wir recherchieren also immer unabhängig in großen Markendatenbanken, ob auf den vorigen Inhaber noch weitere Marken angemeldet oder eingetragen waren und ob es zu den verschiedenen Marken vielleicht in anderen Ländern auch noch parallele Marken gibt. Dabei kann dann beispielsweise auffallen, dass in manchen Ländern die Marken auf die Distributoren laufen, sogenannte Agentenmarken. Und da ist es dann sinnvoll, sich diese Marken dann zurückzuholen. Dann muss natürlich gesehen werden, ob die Akten alle vollständig sind. Also dann wird in die Online-Akten bei den Ämtern gegangen oder eben Unterlagen von den Auslandskollegen angefordert, dass man eben abgleicht, ob die Unterlagen, die man übergeben bekommen hat, auch wirklich vollständig sind. Es muss natürlich auch überprüft werden, ob alle Fristen richtig notiert worden sind. Dabei ist es natürlich so, dass die verschiedenen Kanzleien und verschiedenen Inhaber von Marken Fristen vielleicht ganz unterschiedlich notieren. Also muss gesehen werden, dass gerade in den Akten mit laufenden Verfahren die Fristen nach dem eigenen Standard neu notiert werden. Gerade bei größeren Markenportfolien ist für eine solche Aufgabe immer ein größeres Team notwendig. Wir sind in der Kanzlei über 20 Anwälte und etwa 80 Mitarbeiter und haben solche Übernahmen oder Übertragungen von Markenportfolien schon öfter gemacht und haben eben entsprechend Mitarbeiter und Anwälte, die dort schon viel Erfahrung gesammelt haben. Sprechen Sie uns also gerne an, wenn Sie dabei Unterstützung brauchen.